Das Verb lassen. Lassen ist ein besonderes Verb in der deutschen Sprache. Das brauchst du sehr, sehr häufig. Du kannst es wie ein Modalverb benutzen. Es ist aber kein Modalverb. Warum und wieso das so ist und was du sonst noch so bei der Benutzung von lassen beachten musst, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir das Verb lassen. Lassen ist ein ganz besonderes Verb, denn du kannst es sowohl als Hauptverb mit eigener Bedeutung als auch als Modalverb benutzen. Dort hat lassen dann ganz andere weitere Bedeutungen und zusätzlich kannst du das Ganze auch noch als Passiversatz benutzen, also einfach einen Aktivsatz anstelle des Passivs, aber mit der passiven Bedeutung. Wie genau das alles funktioniert, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns als erstes die Verwendung von lassen als Hauptverb an. Als Hauptverb hat lassen die Bedeutung von aufhören, also etwas nicht mehr tun. Zum Beispiel, ich lasse das Rauchen. Bedeutet, ich höre auf zu rauchen oder ich rauche nicht mehr. Lasst Papa in Ruhe bedeutet in Ruhe lassen gleich nicht stören, hört auf Papa zu stören. Hier ist immer lassen das einzigste Verb im Satz und ist dann in der Bedeutung aufhören, etwas nicht mehr tun. Das ist relativ einfach. Aber viel häufiger wirst du es als Hilfsverb sehen. Und da hat es mehrere Bedeutungen. Die erste ist etwas nicht mitnehmen oder etwas nicht verändern. Ich lasse mein Auto in der Garage stehen. Bedeutet, das Auto bleibt zu Hause in der Garage. Ich nehme es nicht mit. Ich lasse mein Handy zu Hause liegen. Ich nehme das Handy nicht mit. Hier häufig, wenn das so einen Zustand beschreibt, was es eigentlich fast immer ist, kannst du dieses zweite Verb auch weglassen. Also gerade in der Umgangssprache wird das häufig einfach nicht mehr gesagt. Also zum Beispiel, ich lasse mein Auto in der Garage. Ich lasse mein Handy zu Hause. Bumm. Das funktioniert auch. Aber seid ihr bewusst, das Stehen bzw. Liegen, Sitzen gehört da theoretisch noch mit dazu. Schauen wir uns jetzt die zweite Bedeutung an, etwas erlauben. Ich lasse meinen Sohn abends fernsehen. Bedeutet, ich erlaube meinem Sohn abends fernzusehen. Er lässt seine Tochter mit dem Auto fahren. Bedeutet, er erlaubt seiner Tochter, das Auto zu benutzen. Hier in der Bedeutung etwas erlauben, eine Erlaubnis geben. Und hier kann das zweite Verb auch definitiv nicht weggelassen werden. Das funktioniert nur hier in der Bedeutung von etwas nicht mitnehmen, nicht verändern. Und natürlich gibt es das auch in der Bedeutung etwas ist möglich und etwas ist unmöglich. Pizza lässt sich ganz leicht selbst machen. Bedeutet, Pizza kann man ganz leicht selbst machen. Der Fernseher lässt sich nicht reparieren. Bedeutet, man kann den Fernseher nicht reparieren. Es ist unmöglich. Hier, es ist möglich, die Pizza selber zu machen. Und mit der Verneinung dann ist es unmöglich. Und lassen kann zusätzlich auch noch als Passiversatz benutzt werden und das ist dann immer in der Bedeutung etwas veranlassen oder etwas nicht selbst machen. Ich lasse mein Fahrrad reparieren. Bedeutet, jemand anders repariert das Fahrrad für mich. Ich lasse mir eine Pizza bringen. Bedeutet, ich bestelle mir eine Pizza und jemand bringt sie mir. Ich gebe immer den Auftrag dazu. Also ich habe hier den Auftrag gegeben, dass mir jemand das Fahrrad repariert und ich habe den Auftrag gegeben, dass mir jemand eine Pizza bringt.
Du fragst dich jetzt vielleicht, wo ist denn dann der Unterschied zum richtigen Passiv? Denn natürlich kann man den Satz auch im richtigen Passiv sagen. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Meine Freundin lässt sich die Haare schneiden. Das ist lassen als Passiversatz. Und die Haare meiner Freundin werden geschnitten. Das ist die eigentliche Passivform. Der Unterschied zwischen den beiden Sätzen liegt darin, dass die Version mit lassen dieses Veranlassen, also den Auftrag geben, betont und die eigentliche Passivversion, die betont die Handlung selbst. Also hier steht das Haare schneiden im Mittelpunkt und hier steht mehr, dass ich jemanden den Auftrag gegeben habe oder meine Freundin, die auch den Auftrag gegeben hat. Das steht da im Mittelpunkt, aber ansonsten bedeutet das exakt das Gleiche. Hier noch zwei Beispiele. Mein Vater lässt sich morgen operieren. Mein Vater wird morgen operiert. Bedeutet, er hat das veranlasst. Also er hat gesagt, okay, ich möchte diese Operation. Und das Problem lässt sich einfach lösen. Bedeutet dasselbe wie das Problem kann einfach gelöst werden. Und hier, es ist möglich, das Problem einfach zu lösen. Zur Konjugation. Lassen ist leider unregelmäßig. Im Präsens Plural, wie alle Verben außer sein, regelmäßig, aber in der zweiten und dritten Person Singular. Da ist es unregelmäßig. Hier kommen die Punkte oben drauf und hier dann, wie bei allen Verben, die den Stamm auf S haben, natürlich kein weiteres S hier dran. Im Präteritum, zack, alles unregelmäßig, wie so häufig. Und im Perfekt bei dem Partizip 2, da hast du entweder die Version lassen oder auch gelassen. Wann du welche Version benutzen musst, das zeige ich dir jetzt. Gelassen benutzt du immer dann, wenn lassen das eigentliche Hauptverb ist. Wenn hier also kein anderes Verb davor steht. Und lassen, wenn hier noch ein zweites Verb davor steht, dann benutzt du nur lassen. Also wenn es hier hinten alleine steht, gelassen. Wenn es nicht alleine steht, dann nur lassen, ohne das GE. Das entspricht der Bildung des Partizip 2 wie bei den Modalverben. Da ist das genauso. Und Wortstellung ist auch wie bei den Modalverben. Lassen steht an Position 2 in einem normalen Satz und das zweite Verb am Satzende. Und bei einer Frage steht es auf Position 1 und auch hier das zweite Verb an Satzende. Das Ganze funktioniert 100% wie bei den Modalverben, denn lassen kann als Modalverb benutzt werden. Es ist kein vollwertiges Modalverb wie zum Beispiel können oder müssen, einfach weil es auch eine eigene Bedeutung hat und auch allein als Hauptverb verwendet werden kann. Modalverben können das nicht. So, ich denke, jetzt kannst du das Verb lassen immer ganz gelassen sehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann einfach nicht den Like hier vergessen. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann schau einfach mal unter shop.easy-deutsch.de vorbei. Dort findest du jede Menge E-Books und Online-Kurse, die das Ziel haben, dir beim Deutschlernen zu helfen und dir zu zeigen, die deutsche Grammatik ist einfach. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann morgen beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.